Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch, was im Monat August alles bei mir ein- und ausgezogen ist. Beziehungsweise, ehrlicherweise muss ich sagen, dass, glaube ich, im August bei mir gar nichts ausgezogen ist. Aber ein paar neue Sachen habe ich noch gekauft für die Wohnung und im Zuge der Inventurreihe, beziehungsweise weil mich immer interessiert, wie viele Gegenstände ich besitze, habe ich alles gezählt und werde euch heute zeigen, was genau das für Sachen sind. Hi, ich bin Agnes und Anfang 2022 mit meinem Hund und meinem Mann nach Chile ausgewandert. Wir sind Minimalisten und auf meinem Kanal geht es darum, viele Abenteuer zu erleben, das Leben jeden Tag ein Stückchen besser zu machen und dabei keinen unnötigen Ballast mitzunehmen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und los geht das Abenteuer. Dann würde ich sagen, legen wir auch gleich los. Ganz kurzer Disclaimer noch am Anfang. Ich habe eigentlich im Laufe des Monats immer ganz brav mitgevloggt und immer, wenn ich was gekauft habe, dann habe ich es gefilmt und mit euch zusammen ausgepackt und erklärt, warum ich das gekauft habe und so. Ja, und letzte Woche habe ich diesen Ordner auf meinem PC mit diesen Videodateien gelöscht. Und zwar unwiderruflich, unwiederbringlich. Die Dateien sind weg. Ich lasse es mir eine Lehre sein für den nächsten Monat. Ich hoffe, im September kann ich euch dann diese Vlog-Dateien zeigen. Aber heute beschränken wir uns darauf, was ich euch an diesem Tag hier heute erzählen kann. Aber das macht nichts. Ich weiß nämlich noch genau, was für Sachen das sind, denn so viel besitze ich insgesamt nicht mehr. Und das erste ist eine Sache, die ich eigentlich schon mitgezählt habe bei der Inventurreihe, als wir meinen Kleiderschrank gezählt haben. Aber ich habe es euch nicht im Detail gezeigt. Und zwar habe ich mir einen neuen Bikini gekauft. Ich hatte vorher zwei und habe schon darüber gesprochen, dass der schwarze Bikini relativ unbequem ist und der mir auch nicht so gut gefällt an mir selbst. Deswegen habe ich einen anderen gekauft. Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, welcher Bikini an welchem Körpertyp gut aussieht, beziehungsweise nicht insgesamt, sondern welche Art von Bikini an mir gut aussieht, an meine Figur. Und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass der schwarze, den ich hatte, nicht das wahre ist. Der gelbe, den ich habe, der ist ganz gut, aber momentan sehe ich darin aus wie ein Käsebrot, weil ich so weiß bin. Jedenfalls habe ich hier in Chile von der Marke José Herrera einen Bikini gekauft in der ganz klassischen Form, also ganz klassisch Triangel und ein etwas knapperes Höschen, denn ich habe von meinem alten schwarzen Bikini das Höschen behalten. Und ja, der neue hat nur das hier, was quasi ein, naja, es ist nicht wirklich ein String, es ist fast ein String. Aber zum Sonnen auf dem Balkon, für den Pool hier im Gebäude, wenn er dann irgendwann mal aufmacht im Sommer, fand ich das eine ganz gute Option. Und die andere schwarze Hose werde ich, wie gesagt, behalten. Und dann habe ich die Wahl zwischen, ja, etwas bedeckter oder etwas mehr Latina. Das ist der einzige Klamottenkauf im August. In unserem Badezimmer ist eine einzige Sache eingezogen. Und die steht hier. Das ist ein grauer Eimer. Und wofür ich den brauche, zeige ich euch gleich. Dazu müssen wir nämlich auf den Balkon gehen. Hier seht ihr den Grund für den Eimer. Ich habe mir nämlich eine Regentonne bzw. ein Weinfass umfunktioniert zur Regentonne gekauft bzw. anfertigen lassen in einem Geschäft, das eigentlich aus diesen alten Weinfässern Dekogegenstände oder Möbel macht. Und ich habe gefragt, ob sie mir das als Regentonne umfunktionieren können, und das konnten sie. Es gibt hier aber keine Regenrinnen, also ich habe hier keinen Zufluss, weil es in Chile ja so selten regnet. Also wir hatten zwar diesen Winter relativ viele Regentage, ich glaube, ja, könnten 15 oder 20 Regentage gewesen sein. Aber ich würde sagen, korrigiert mich, wenn ich falsch bin, ungefähr zwischen September und April regnet es keinen einzigen Tag im Jahr, deswegen machen Regentonnen hier auch nicht so viel Sinn und deswegen gibt es auch keine normalen Regentonnen. Und ich musste mir was einfallen lassen für die Bewässerung meines Gartens. So, wie kommt jetzt also Wasser da rein? Klar, mit dem Eimer. Und zwar fange ich jeden Tag vorm Duschen das kalte Wasser in diesem Eimer auf. Das kommt auch ziemlich genau hin, also bis das Wasser warm wird, ist der Eimer eigentlich immer gut gefüllt. Und dann bringe ich im Laufe des Tages den Eimer hier hoch und schütte ihn da rein. Und das ist dann meine Wasserquelle für meinen Garten, den ich am Wochenende weiter aufbauen will. Und auch hier fällt euch vielleicht auf, dass da noch ein paar Hochbeete dazugekommen sind. Nämlich, um genau zu sein, 3 Stück. Und die muss ich noch fertig isolieren und befüllen. Das möchte ich dieses Wochenende machen. Das heißt, die Regentonne ist neu eingezogen, der Eimer, 3 Hochbeete, ein Kräuterbeete hinten, das zeige ich euch gleich noch, und eine Bewässerungsanlage.
Das hier ist das Kräuterbeet, was auch noch gefüllt werden will. Das hier ist ein Bewässerungsset von Gardena. Das ist so eine Art Zeitschaltuhr, die ist aber gerade noch nicht oben, sondern unten im Schrank. Das ist quasi so ein Mini-Computer. Das heißt, ich mache dann hier den Hahn auf, stelle an dem Computer ein, wie viel Wasser er abgeben soll und dann lege ich Schläuche hier durch meine ganzen Beete. Das muss ich aber alles noch installieren, aber gekauft habe ich es, deswegen kommt es auf die Liste. Ich freue mich schon drauf, wenn das dann alles ein bisschen ordentlicher aussieht. Hier ist noch das Material, also die Blumenerde und der Mulch, um die Beete dann abzudecken und um unten eine Drainage zu machen. Und das Isolierzeug, das ist das Styropor und der Karton, den ich aufgehoben habe von den ganzen Möbellieferungen. Und ein bisschen Styropor ist ja auch schon drin. Genau, und das ist alles, was am Balkon quasi neu ist. Spannende Zeiten also auf dem Balkon. Hier im Wohnzimmer ist nichts neu eingezogen und wir gehen als nächstes in die Küche. Hier haben wir ein neues Brotmesser, beziehungsweise kein neues, sondern unser erstes in Chile, weil uns das ziemlich genervt hat, Brot zu schneiden mit den Messern, die wir ansonsten hatten. Das war nämlich nur das hier und es ist zu klein für ein Brotlaib. Und dann haben wir uns noch ein Salatbesteck geholt. Und das ist das hier, fanden wir super schön, ist aus Holz aus dem Süden von Chile handgefertigt. Eine Sache, die uns total gefehlt hat, ist eine Möglichkeit, das Hundefutter zu verschließen. Und letztendlich habe ich dann in einem Geschäft im Costanera Center ein Set gefunden mit diesen Deckeln hier in verschiedenen Größen. Zugegebenermaßen brauchen wir eigentlich nur eine Größe, das ist die, die ein bisschen kleiner ist als das hier, um die Hundefutterdose zu schließen, aber ab und zu benutzen wir die anderen auch mal. Es gab die leider nicht einzeln und ich habe sonst überhaupt keine Deckel gefunden für Dosen. Das heißt, das blieb mir eigentlich nichts anderes übrig, als das ganze Set zu nehmen. Ja, aber wie gesagt, ab und zu werden sie trotzdem benutzt und wer weiß, wenn Sommer ist und wir öfter mal Picknick machen, dann kommen die vielleicht auch noch öfter zum Einsatz. Die sind auf jeden Fall auch neu. Das war alles in der Küche. Kommen wir zur Garderobe. Hier sind 2 Sachen neu eingezogen. Zum einen habe ich mir neue Turnschuhe gekauft, lustigerweise mit unseren Initialen, das war aber nicht der Grund dafür, dass ich die gekauft habe. Ich wollte einfach nur weiße, schlichte Sneaker haben und das hier sind die einzigen, die ich gefunden habe, die halbwegs neutral waren und ja, die einen angemessenen Preis hatten, also die jetzt nicht irgendwie super überteuert waren, wo man quasi nur die Marke zahlt. Ich wollte aber auch keine Billigschuhe auf Primark-Niveau. Die haben jetzt, glaube ich, so um die, ich glaube, 30 oder 40 Euro gekostet, was ich in Ordnung finde. Und die sind super bequem. Und das sind meine neuen und einzigen Tageshalbschuhe. Ich habe sonst bloß Sportschuhe noch, die ich die letzten 6 Monate anhatte. Aber die Sportschuhe sind mir jetzt zuletzt richtig doll auf die Nerven gegangen, weil ja, ich habe trotzdem, auch wenn ich Minimalistin bin, noch Freude an Mode und ich bin dann mit meinen Outfits zufrieden, aber dann sehe ich die Fotos mit den Turnschuhen und es sah einfach echt nicht gut aus und es hat mich total gestört und deswegen wollte ich mir noch schickere Halbschuhe kaufen, damit ich mich einfach wohler fühle, denn irgendwie hatte schon einen Einfluss auf mein Selbstbewusstsein, wie wohl ich mich in meinem Outfit fühle und ob ich das Gefühl habe, dass ich irgendwie zusammengewürfelt aussehe oder nicht. Und das war der Grund dafür. Und dann habe ich mir noch eine Handtasche gekauft. Ihr habt mich wahrscheinlich öfter in den Videos gesehen mit dieser kleinen, viereckigen Handtasche hier vorne. Ich habe ja eigentlich diese Crossbody Michael Kors Handtasche, die ich geschenkt bekommen habe. Und die habe ich in Deutschland immer getragen. Und die hätte mir eigentlich auch vollkommen gereicht. Also ich hätte eigentlich gar keine andere Handtasche gebraucht. Das Problem ist nur bei dieser Michael Kors Handtasche, dass die relativ weit unten hier auf Hüfthöhe hängt. Und das ist leider hier in Chile zu gefährlich wegen Taschendiebstahl. Die ist einfach zu klauen. Da kann man zu einfach rangehen in der U-Bahn, in Menschenmengen und mir halt mein Handy entwenden. Deswegen habe ich irgendwas gebraucht, was auch hier vorne ist. Und die letzten Monate hatte ich immer diese kleine Tasche, aber die war einfach immer nicht groß genug. Ich habe da nie, also ich habe entweder mein Handy reingekriegt oder eine Kamera, aber nie beides. Und das war ein Problem. Und deswegen habe ich mir jetzt eine Alternative gesucht, die quasi vorne am Körper zu tragen ist, so dass ich die quasi im Blick habe und dass man mir da nichts draus klauen kann. Und das ist diese Handtasche hier, die habe ich bei einer Freundin gesehen und die hat die gleiche, bloß ein bisschen anders, also auch in schwarz, aber mit einem anderen Leder. Genau, also so sieht die Handtasche aus und die ist relativ groß, also da passt relativ viel rein, obwohl sie trotzdem nicht zu auffällig ist. Und das Gute an der Tasche ist, dass die hier einen Karabiner hat und dann kann ich die aufmachen.
und kann die Länge halt anpassen mit dieser Kette. Kann sie halt quasi, wenn wir in irgendwelchen größeren Menschenmassen sind, quasi ganz eng hier oben tragen, also ganz hier vorne. Oder ich kann sie ein bisschen lockerer und hier an der Seite, aber ich habe halt die Option. Und mit der Michael Kors Handtasche hatte ich die Option nicht, weil der Henkel eben quasi nicht verstellbar war. Ja, das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich die gekauft habe. Sonst habe ich ja immer meine Michael Kors benutzt. Und die ist auch noch schön und gut und ich liebe die auch immer noch, aber es ist einfach zu gefährlich. Und da muss ich mich halt den Tatsachen anpassen, in denen ich lebe. Jetzt noch Sachen, die ungefragt eingezogen sind. Und zwar eine Sache mehr auf der Liste von Chaplin. Chaplin hat jetzt einen eigenen Turnbeutel. Und zwar von dem Hundehotel, das wir letztens ausprobiert haben. Der sieht so aus. Das ist einfach ein stinknormaler Turnbeutel. Und wir hatten sein Futter und so quasi einfach in einer Plastiktüte mitgegeben und seine Decke. Aber die haben uns dann beim Abholen eben den Turnbeutel mitgegeben, weil quasi jeder Hund, der dort zu Besuch ist, hat sozusagen diesen Turnbeutel und die werden dann sortiert. Da schreibt man dann hier den Namen drauf. Und dann haben die quasi ihr eigenes Ordnungssystem und kriegen halt das Futter nicht durcheinander und so weiter und so fort. Und dann passieren da keine Missgeschicke. Ja, deswegen haben sie uns gesagt, quasi, wenn wir das nächste Mal den Hund bringen, dann doch bitte sein Futter in diesem Turnbeutel, was natürlich okay ist. Also macht schon Sinn, wenn die ihr System so haben. Und ja, deswegen haben wir jetzt diesen süßen kleinen Turnbeutel. Ist quasi wie Chaplins Schultasche. In meinem Büro ist auch was eingezogen. Und zwar habe ich ein Paket bekommen von meiner Mama. Und sie hat mir geschickt unter anderem ein Bleistiftset mit 12 Bleistiften in verschiedenen Härtegraden, weil sie eben natürlich auch weiß und mitbekommen hat, dass ich wieder mehr mich mit Malen, Kunst, Zeichnen und so weiter beschäftige. Und ja, deswegen hat sie mir dieses Set geschickt, wofür ich sehr dankbar bin. Und auch noch ein Sketchbook. Yay! Ich habe mein altes noch nicht voll, aber wenn mein altes voll ist, dann habe ich quasi direkt das nächste. Und es ist auch super schön dünn und schmal und leicht. Ich finde es eigentlich voll nett, wenn ein Skizzenbuch nicht so dick ist und man es schneller voll kriegt, weil dann ist man irgendwie motivierter. Wisst ihr, was ich meine? Ja, diese 2 Sachen und noch 2 Sachen. Und zwar ist das dieser Rollwagen hier, den ich gekauft habe für meine ganzen Kunstutensilien und mit dem bin ich super happy. Das war ein richtig guter Kauf. Der hat ungefähr 50 € gekostet. Hier in einem Laden in Chile, der heißt Casa Ideas. Den gibt es nicht in Deutschland und auch nicht in Europa, soweit ich weiß. Das ist was Lateinamerikanisches. Und hier unten auch ein Teppich, weil mich das dann doch gestört hat, dass hier immer dieser Karton lag, dass wenn ich halt male, gerade wenn ich was Abstraktes male und das Wasser tropft runter, wollte ich den Boden schützen. Und der Teppich hier hat mir gut gefallen, der ist schön dünn, den kann man in die Waschmaschine tun und der nimmt auch so ein bisschen den Hall raus. Und das ist übrigens der aktuelle Stand vom Bild. Ich bin noch lange nicht fertig, aber so sieht es bis jetzt aus. So, da muss ich mal auf meine schlaue Liste schauen, ob noch irgendwas eingezogen ist. Kommt mir viel vor, aber über den ganzen Monat läppert sich das dann doch. Im mittleren Badezimmer ist eine Sache eingezogen, beziehungsweise nicht wirklich fürs Bad hier, aber die bewahre ich gerade hier auf. Und zwar ist das diese Bürste hier, die habe ich gekauft, um Sachen putzen zu können. Und zwar hat mir so eine Bürste gefehlt, um Schuhe putzen zu können zum Beispiel, oder auch meine Lederjacke war total dreckig, ich weiß nicht, ob ich euch das gezeigt habe. Und die habe ich irgendwie nicht so richtig sauber bekommen. Und das quasi habe ich zum Putzen gekauft. Aber ja, sehe ich jetzt nicht so kritisch. Das wird, denke ich mal, quasi forever reichen. Ich habe leider keine Alternative aus Holz gefunden. Und deswegen musste so eine pinke Plastikalternative her. Ich habe das online bestellt im Laden. Und es gab es in verschiedenen Farben. Und ja, der Einkäufer von Uber Eats hat sich quasi die Farbe für mich ausgesucht und hat sich für Pink entschieden. Aber gut, es ist einfach nur eine Bürste. Ich glaube, die räume ich jetzt auch mal im Putzschrank. Die muss eigentlich gar nicht da im Bad rumliegen. Die lag nur an der Badewanne, weil ich in dieser Badewanne meine Lederjacke und meine Schuhe sauber gemacht habe. Mit der Bürste. Und dann wusste ich nicht wohin, aber im Putzschrank ist sie besser aufgehoben. Jetzt habe ich gerade auf meine schlaue Liste geguckt und tatsächlich habe ich noch eine einzige Sache gekauft. Und die brauche ich euch nicht in die Kamera halten, denn ihr alle wisst, wie sie aussieht. Es ist ein Wäscheständer. Und zwar habe ich tatsächlich einen zweiten Wäscheständer gekauft.
Interessanterweise in Erlangen, glaube ich, hatten wir nur einen, aber irgendwie hatte ich da mehr Möglichkeiten, was aufzuhängen. Ich bin die Person, ich mache gern an einem Tag der Woche alles und dann habe ich gern für den Rest der Woche Ruhe. Und ich möchte auch nicht irgendwie ständig waschen, weil dann habe ich ja auch immer einen Wäscheständer im Flur stehen. Versteht ihr, wie ich meine? Also ich wasche ja ungefähr 3 bis 5 Maschinen die Woche. Und wenn ich das quasi erst mache, wenn der Wäscheständer wieder leer ist, dann habe ich quasi an 7 Tagen die Woche den Wäscheständer rumstehen. Und da habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Und deswegen habe ich einen zweiten Wäscheständer gekauft und kann jetzt alles auf einmal waschen. Und es passt auch halbwegs alles auf 2 Wäscheständer. Und ich kann jetzt zum Beispiel auch einen oben haben in der Sonne und einen unten für Sachen, die nicht in die Sonne sollen und so. Also bin sehr glücklich mit der Entscheidung. Ich habe das erst bei meinen Schwiegereltern gelernt. Die haben ja einen Wäschekeller gehabt. Und ich glaube auch sogar noch mindestens 2 Wäscheständer. Und das war so praktisch. Vorher in Erlangen hatte ich das nicht. Aber ich habe das dann richtig vermisst, als ich hier war. Deswegen habe ich den jetzt geholt und bin glücklich mit dieser Entscheidung. Aber ich glaube, jeder, der mehr Parteien und mehr Familienhaushalt hat, hat wahrscheinlich eh mehr als einen Wäscheständer. So, dann zählen wir mal zusammen, wie viele Sachen eingezogen sind und sehen uns gleich wieder. So, ich habe alles zusammengezählt. Es ist nicht super wenig, aber gut, es sind auch 12 Bleistifte dabei. Ja, zähle ich halt einzeln. Jedenfalls kommen wir auf Neuzugänge von 37 Stück und aussortiert habe ich nichts. Also um genau zu sein, habe ich einen Eyeliner aussortiert, aber das hatte ich schon bei der Inventur erfasst. Das heißt, den hatte ich gar nicht mehr mitgezählt, den kann ich also nicht abziehen von der Liste. Allerdings, ja, theoretisch wäre er aussortiert, aber ich weiß, dass im September was ausziehen wird, im nächsten Monat. Denn ich hatte so eine krasse Erfahrung gestern, die mich echt fertig gemacht hat. Das werde ich euch im Detail dann nächsten Monat erzählen. Jedenfalls gab es einen Brand bei uns im Haus, also in unserem Gebäude. 2 Stockwerke unter uns hat es in der Wohnung gebrannt. Und ich war zu Hause und habe es quasi von Moment 1 an mitbekommen. Und musste, oder was heißt musste, ich habe dann quasi unsere Sachen gepackt, weil man ja nie weiß, wie schlimm das dann wird am Ende oder wie sehr sich das Feuer ausbreitet und ob wir unsere Wohnung verlieren. Jedenfalls kann ich euch beruhigen, es ist nichts passiert. Sie haben das Feuer innerhalb der Wohnung gelöscht und es gibt auch keine Schäden am Gebäude. Aber diesen Denkprozess, den ich hatte in diesem Moment, quasi, du musst jetzt, in diesem Moment, hast du einen Koffer und du musst jetzt für dich und deinen Mann, weil mein Mann war in der Arbeit, die wichtigsten Sachen packen, um zu überleben. Und es darf nicht mehr als ein Koffer sein, weil mehr kannst du nicht tragen. Und zwar mit dem Zeitdruck eines Hausbrandes. In diesem Moment habe ich so krass realisiert, was für Sachen ich gehen lassen kann, dass ich auf jeden Fall was zum Aussortieren jetzt wieder habe. Aber ich hatte noch keine Zeit, das zu machen. Ich wollte jetzt aber das Video für euch filmen, damit ihr das sehen könnt. Und ich dachte, wir machen das einfach im September und ich kann mir Zeit lassen, denn diese Erfahrung hat sich so sehr in mein Gehirn eingebrannt, dass ich dieses Gefühl, glaube ich, niemals wieder vergessen werde. Ist lustigerweise schon das 2. Mal in Chile, dass ich emergency-mäßig wegen Hausbrand die Koffer packen musste. Das 1. Mal war noch ein Kabelbrand, als wir in Union gewohnt haben. Wir sind beide Male glimpflich davongekommen, beide Male ist nichts passiert. Aber ich bin inzwischen sehr trainiert da drin, emergency-mäßig den Koffer zu packen und inzwischen weiß ich sehr genau, was da reinkommen würde. Kleiner Reminder an alle von euch, kauft euch einen Feuerlöscher und packt den in eure Wohnung. Die Dinger kosten nicht so viel Geld, aber die können euch im Zweifel die ganze Wohnung retten oder das ganze Haus. Wenn ihr eine Sache aus diesem Video mitnehmt, dann kauft euch einen Feuerlöscher. Wir haben Gott sei Dank immer einen gehabt und haben auch hier wieder einen. Der kam aber an diesem Tag nicht zum Einsatz, denn die Nachbarn hatten selber einen. Okay, in diesem Sinne, nächsten Monat wird auch wieder spannend. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns am Sonntag wieder mit einem neuen spannenden Video von mir. Und ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag und bis bald. Tschüss.